Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag. Ich möchte jetzt mal ein ganz anderes Thema ansprechen. Und zwar, ich nenne dieses Video jetzt einfach mal Wie? Fragezeichen. Ist es so, dass mir das in den letzten Wochen, Monaten schon mal ab und zu eingefallen ist, als ich im Bett war, also entspannt irgendwo lag und nichts getan habe. Und jetzt eben gerade war ich in der Badewanne und als ich in der Badewanne war, habe ich so gedacht, ich könnte mal auch etwas dazu machen zu dem Thema, wie ist eigentlich etwas entstanden? Und was dann sozusagen mit der Frage beginnt, kannst du glauben, dass die Lebewesen, das Leben zufällig entstanden ist? Aus der Entwicklung über Millionen, Milliarden von Jahren hat es sich gefügt und ist irgendwie entstanden? Oder denkst du eher, es funktioniert ja alles irgendwie, es hat ja alles einen Sinn, selbst die kleinste Zelle hat einen Sinn und in dem Zusammenspiel von Milliarden, Trilliarden Zellen funktioniert sie, erfüllt sie ihren Sinn. Und ich persönlich kann mir so vorstellen, dass eigentlich dingliche, materielle kann vielleicht irgendwie entstanden sein, so das Aussehen, aber die Funktion, dass die Organe funktionieren, dass die einzelnen Zellen funktionieren, dass alles irgendwie funktioniert in einem Zusammenspiel, glaube ich, das kann nicht einfach so entstanden sein, sondern es folgt einer gewissen Konstruktion, sage ich jetzt mal. Es ist geplant, der Sinn ist geplant und um den Sinn zu erbringen, zu erfüllen, ist das Wesen sozusagen vom Design her geplant bis ins allerkleinste Teilchen, in die allerkleinste Zelle. Das glaube ich. Und ich bin natürlich auch an diesem Punkt, wo ich sage, ja, Glauben heißt Glauben, Glauben ist nicht Wissen. Ich sage nicht, ich weiß das, sondern ich sage, ich glaube das. Ich glaube, dass es so etwas gibt, ein Schöpferwesen, einen Urgeist, das, was wir als Gott bezeichnen, das schon egal, Zeit spielt keine Rolle, wie viele Milliarden Jahre es her sein mag, in welchen Dimensionen, da ist etwas, das hat erschaffen durch etwas, was es selbst besitzt oder hervorbringen kann. Und da ist etwas, was ich vor ein paar Wochen mal so dachte, was man sich vielleicht, ich muss das hier mal eben gerade etwas anders hinstellen, das steht hier, rutscht hier gleich runter. So, ist, wozu wir fähig sind. Wir selber können eigentlich, die auch als Gotteswesen bezeichnet sind, ein Abbild Gottes sozusagen, etwas ihm ähnlich, auch Ähnliches tun. Und zwar nicht so, wie wir denken, wie wir im Alltag tun und machen und machen und machen und machen. Das ist das eine. Das ist auch vergleichsweise ein sehr langsamer Modus. Und ich meine eher, wenn man sich mal vorstellt, man legt sich auf den Rücken, also auf ein Bett oder ein Sofa, auf den Rücken ganz entspannt, hat nichts im Kopf, dass man etwas machen will, sondern man legt sich hin und lässt die Augen zufallen.
ab diesem Bruchteil einer Sekunde befindet man sich in einer neuen Dimension, einer sozusagen anderen Welt. Und zwar in einer Welt, in der wir unablässig hervorbringen, erschaffen können. Wir designen das, was darin geschieht. Wir können jedes Wesen, das uns bekannt ist, nachbilden sozusagen. Und wenn ich die Augen zu habe und ich habe den Gedanken Elefant, kann ich ihn entstehen lassen, obwohl meine Augen geschlossen sind. Das Fantastische ist, ich kann ja sogar sehen in dieser Parallelwelt, obwohl das, was ich eigentlich in unserem normalen Alltag brauche, die Augen geschlossen habe. Logischerweise dürfte ich eigentlich gar nichts sehen können, aber ehrlicherweise und wahrhaftigerweise kann ich das. Ich sehe es nur nicht in dem Außen, sondern ich sehe es in meinem Inneren. Ich kann alles sehen. Ich kann alles sehen in allen Farben. Ich kann alle Wesen erschaffen. Die fantastischen Wesen, die es gar nicht gibt, kann ich erschaffen innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde. Und ich kann diese Wesen leben lassen. Ich kann sie etwas tun lassen. Und wenn ich zum Beispiel denke, ich stelle mir vor, ein Känguru an einem Meer, dann brauche ich vielleicht eine Sekunde, eine Hundertstel Sekunde und ich sehe ein Känguru an einem Meer und ich stelle mir vor, das Känguru trifft vielleicht einen Adler. Dann kann ich das geschehen lassen. Und so kann ich alles, alle Welten konstruieren, erschaffen. Ich kann Wesen erschaffen, die auch dreidimensional erscheinen, die nicht wie eine Zeichnung sozusagen eindimensional sind, sondern richtige Wesen, zu denen ich auch hingehen kann. Zum Beispiel in dieser Art Traum, in dem Nicht-Wachsein. Kann ich mir vorstellen, ich gehe zu diesem Känguru hin und sage mal guten Tag zum Beispiel. Dann kann ich das geschehen lassen. Und ich kann mir alles vorstellen, ich kann mir alle Farben vorstellen, obwohl ich ja eigentlich denken müsste, in mir gibt es ja gar keine Farben. Da müsste ja alles schwarz-weiß sein oder ich kann gar nichts sehen. Aber ich kann Trilliarden von Farben und Formen sehen darin, obwohl meine Augen geschlossen sind. Und so ist es für mich gar nicht so weit entfernt von der Vorstellung, es gibt ein Urwesen, eine Urkraft, eine Urenergie, die wir als Schöpferkraft bezeichnen können, die erschaffen hat, die das erschaffen hat, was ist. Dahinter dieser Schöpfung steht ein bestimmter Plan, ein Sinn, dass es da ist. Vielleicht einfach, dass es schön ist, dass etwas los ist, dass da Leben ist oder dass ein Wesen, eine Zelle oder was auch immer eine bestimmte Aufgabe hat, die es erfüllen muss, damit ein größeres Gesamtwesen, ein Gesamtzusammenhang entstehen kann. Und das hatte ich jetzt also gedacht in den letzten Tagen, Wochen öfter gedacht und jetzt, wo ich in der Badewanne war, habe ich dieses. Und darum ist für mich diese These, es ist alles irgendwie zufällig, sozusagen aus einem Samenkorn heraus entstanden. Oder aus einer einzigen Zelle hat sich zufällig alles immer weitergebildet und weitergebildet und weitergebildet und weitergebildet. Dann sage ich einfach, ja, und woher kommt der Sinn? Dass sich das weiterbildet und weiterbildet. Gut, das kann ich akzeptieren. Aber der Sinn, der darin liegt, woher kommt der? Der Sinn zu leben. Woher kommt das Leben, die Idee des Lebens? Das kommt aus meiner Sicht nicht aus irgendwelchen zufälligen Geschehnissen, die sich immer weiterentwickeln, denn es muss ja diese Uridee von Leben geben, aus der alles entsteht. Und darum ist es für mich auch gar keine Frage,
daran zu glauben, dass es das gibt, was wir als Gott bezeichnen. Dass es eine Energie gibt, eine Kraft, die ist viel, viel größer und mächtiger als ich und intelligenter und was weiß ich auch immer. Das kann ich akzeptieren, das gibt es. Das kann ich als Gott bezeichnen. Da ist gar nicht klar, das so eng definiert, dass Gott etwas Männliches sein muss oder etwas Weibliches oder ist es geschlechtslos. Es ist für mich eher unwahrscheinlich, dass da ein alter Mann irgendwo sitzt mit langem Bart, der quasi herumzeichnet oder herumformt und etwas erschafft. Sondern für mich ist es wahrscheinlicher, es hat vielleicht irgendein Bild, ein Abbild, das kann man aber eigentlich ja nur erkennen, erklären, wenn man es sieht, wenn es bildlich ist. Ich denke, es ist so etwas, so eine Energie, vielleicht diese Urenergie, die in uns ist. Wenn wir die Augen schließen, können wir eigentlich besser sehen und mehr sehen, als wenn wir die Augen öffnen. Weil wir können in unseren inneren Welten viel, viel mehr schaffen, als wir draußen wahrnehmen können in unserem Umfeld. Und somit sind auch wir etwas Göttliches, was er schafft. Wir sind Schöpfer und Schöpferinnen. Ja. Und das möchte ich eben sagen. Diese These, das ist alles zufällig entstanden und hat sich über Millionen von Milliarden Jahren hat es sich entwickelt. Der These kann ich einfach nicht folgen, sondern ich glaube auch an Wunder. Das ist natürlich wunderschön. Ja, so, das wollte ich gerne sagen. Und jetzt wünsche ich einen guten Tag und ich werde auch versuchen, einen schönen Tag zu erleben. Also tschüss und frag dich mal, wie stehst du zu dieser Idee von Gott, dass deine Urkraft ist, die stärker ist als du und die sozusagen der Urschöpfer ist. Ja. Also einen schönen Tag wünsche ich.